Hey, heute wollte ich mal ein paar Worte darüber verlieren, warum ich denke, dass der Spiritualismus eine männliche Philosophie ist. Und zwar habe ich mich immer ein bisschen daran gestört, dass die Spiritualität so wenig definitive Aussagen hat. Man hat ja in der Spiritualität immer diese, wie soll man sagen, dieses Gefühlige und dies ist das und dann ist wieder das jenes und was also alles seine Richtigkeit hat, aber man hat irgendwie das Gefühl, es wäre nichts Greifbares da und man müsse sich einfach hineinfühlen. Und aus meiner Sicht trägt das also gewisse weibliche Züge, die natürlich total sympathisch sind und so weiter, als weibliches, wie soll man sagen, Vorgehen, völlig akzeptiert und bekannt und wunderbar. Aber Männer sind halt immer so, dass sie halt antworten wollen. Ja? Sie wollen eine Waffe, sie wollen ein Werkzeug, sie wollen Definitives. Sie sind irgendwie ein bisschen unzufrieden mit diesem ganzen Zauberkram, wie sie es empfinden. Also Zauberkram hätte an sich nichts Schlechtes für Männer. Zum Beispiel so ein Zauberschwert wie Excalibur oder ein Balmung-Schwert für Siegfried. Aber dieses Unbestimmte ist irgendwie für Männer nicht ganz so befriedigend. Und nun hatte ich mit dem Spiritualismus ja eine relativ drastische Lösung für diese Grundfrage der Philosophie. Was ist der Unterschied zwischen Materie und dem Gedanken an Materie? Und ich kam ja damit herauf mit einer Antwort, die mir selbst am Anfang recht drastisch erschien und vielleicht zu weitgehend erschien. Aber im Grunde genommen muss ich sagen, das war genau das Richtige. Denn ich glaube, das ist eine letztendlich in sich logische Sache. Auch wenn es zu Folgerungen führt, die man am Ende nicht glauben mag. Aber nicht glauben mag nur aus der Sicht des Materialismus heraus. Nur der Materialismus meint ja, es könne keine in Anführungsstrichen Wunder geben oder es könne keine, das behauptet er einfach, die Materie könne nicht bewegt werden von Geist und so weiter und so weiter. Und diese ganz offensichtlichen Widersprüche, die damit einhergehen, und das ist das eigentliche Wunder, die untersucht niemand. Die werden weggedacht in dieser kognitiven Dissonanz, die überall herrscht, mit der die Menschen auch völlig zufrieden sind. Und auch insbesondere, wenn man ihnen immer wieder sagt, ihr seid ganz logisch. Das glauben die Menschen gerne, dass sie ganz logisch sind und dass das eine vom anderen abhängt. Und wenn da mal eine riesige Lücke klafft, dann wird darüber hinweggedacht. Das merkt also keiner. Das bedeutet, dass der Spiritualismus eigentlich die Bedürfnisse des Männlichen befriedigt, indem er die Antworten hat, die nötig sind. Sie sind drastisch, aber sie sind dennoch wahr. Da es die Wahrheit im Spiritualismus nicht in einem absoluten Sinn gibt, müsste man sagen, sie sind wahrer als die des Materialismus. Beides ist ja ein Produkt des Geistes, der Materialismus und auch der Spiritualismus. Kann also absolut nebeneinander existieren und noch 1000 andere Philosophien. Es ist beim Spiritualismus natürlich eine meiner Ansicht nach sehr, ja, wie soll man sagen, also ich glaube, der Spiritualismus wäre in der Lage, wenn er als Denkgrundlage für Forschung oder so gemacht würde, da würde man tatsächlich zu ganz neuen Überlegungen und Welten kommen. Die kann ich mir natürlich nicht ausdenken, sondern ich bin ja bloß einer, der quasi diese Grundsatzfrage stellt. Ich hatte das
das mal verglichen mit einem riesigen Gebäude, wenn man ein Fundament hat, eine Bodenplatte oder so, und stellt darauf ein Gebäude. Die Bodenplatte, das ist der Materialismus, also die Annahme, dass es ein Außen gibt mit vom Geist unabhängigen Dingen darin, die in Raum und Zeit existieren. Und das Gebäude darauf, das sind die vielfältigen Wissenschaften, die vielfältigen Geisteswissenschaften, die Sprache. Die Sprache mit ihren Vorstellungen enthält immer wieder diese von uns unabhängige Welt. Und wenn man dem Ganzen den Boden wegzieht, indem man das Fundament abgräbt, und wenn man sagt, es gibt gar keine Materie, dann scheint das ganze Gebäude in sich zusammenzufallen. Nun müsste man allerdings sagen, laut Spiritualismus ist in einer solchen Welt, in der die Materie fehlt, oder sie fehlt ja nicht, aber sie ist eben in dem Sinn gar nicht vorhanden, wie wir denken, eine solche Welt, eine solche Denkwelt, ein solches gedachtes Universum, in dem keine Materie ist also in einer spiritualistischen Welt genauso möglich wie eine andere Welt. Eine Welt, in der man von vornherein davon ausgeht, dass es diese Materie nicht gibt. Und die zutreffenderweise sagt, das Universum besteht nicht aus Materie, sondern aus Raum, Zeit und Materie, sondern es besteht aus Gedanken. Was sind Gedanken? Gedanken sind natürlich Informationen. Wie in einem Computer zum Beispiel. Ja? In einem Computer können ja auch verschiedene Programme laufen. Es kommt dem Computer überhaupt nicht darauf an, was es ist. Es könnte eine Tabellenverarbeitung sein, es könnte Tetris sein, es könnte, wie nennt sich das, Minecraft sein. Das ist dem Computer völlig egal. Und es können ganz verschiedene Welten da entstehen. Das hat auch gar nichts damit zu tun, dass die Regeln, die in Minecraft gelten, nun den Rang eines Naturgesetzes hätten, sondern in dem nächsten Programm können wieder andere Regeln gelten, die dort in dem Programm absolut gültig sind. Das ist also diese Definiertheit und diese Definität von Spiritualismus, die ich gesucht hatte und die finde ich auch völlig eingetreten ist, und die ist meiner Ansicht nach zu einer männlichen, wenn man so will, Philosophie macht. Etwas, was diese ganze Unbestimmtheit auch ein bisschen stört, ja, des Spirituellen. Ich finde, der Spiritualismus ist immer noch unbestimmt genug, denn wenn er zum Beispiel sagt, dass innerhalb dieses Denkens noch ganz andere Lösungen möglich sind als die wir kennen. Und da fragt sich natürlich dann jeder, der das hört, welche genau? Das möchte dann der Materialist ganz gerne wissen. Genau wie er auch dann wissen will, wenn es also keine Materie gibt, was genau ist denn dann das, was dahinter liegt? Und die Antwort kann nicht so befriedigend sein wie der Materialismus, sie ist aber dennoch wahrer. Die Antwort muss sein, das können wir ja nicht wissen, denn als Teil dieser Denkwelt, dieses Teilchen, was auch immer sozusagen ein logisches Element ist innerhalb der Denkwelt, also ein Teilchen, das gleichzeitig das Mosaik erschafft, dessen Teil er ist, kann also nicht wissen, was das Gesamtbild abbildet. Er kann auch nicht wissen, ob das Gesamtbild überhaupt ein Bild abgibt nach seinen Vorstellungen. Oder ob das Gesamtbild oder ob es nicht eine Unendlichkeit von Gesamtbildern gibt. Also anders gesagt Paralleluniversen. Im Grunde, gut, also über Paralleluniversen könnte ich auch noch mal was sagen. Aber lassen wir das mal dabei. Also mal angenommen, eine Sache wäre Teil einer Realitätsebene und gleichzeitig Teil einer ganz anderen. Das könnte ich mir gut vorstellen, aber was soll man darüber
und wie soll man darüber reden. Jedenfalls müsste man erstmal anfangen, in diese Richtung zu denken, und zwar ganz ernsthaft und das nicht als Zauberei abtun oder so. Ach übrigens, ich hatte ja zu der Frage, was also sind denn eigentlich diese Dinge, da hatte ich doch neulich ein Gleichnis gebracht und will es an der Stelle nochmal wiederholen. Es hat also viel zu tun mit dem, was ich, glaube ich, ganz zu Anfang der Serie mal sagte. Die Dinge sind immer das, was du denkst, dass sie sind. Dieses Mantra, was ich ganz zu Anfang hatte und was sich dann dazu ausgeformt hat, dass es zu den Überlegungen führte, dann, wenn das so ist, dann können ja die Dinge auch niemals dieselben sein. Ja, denn du weißt ja, dass in jedem Geist die Dinge immer verschieden sind. Dass wir über dasselbe reden, wenn wir dieselben Worte benutzen, ist eigentlich eine unzutreffende Annahme, denn das Eigentliche, worum es uns geht, sind ja die Bilder im Kopf, das sind die Vorstellungen. Und die Worte sind mehr wie Klammern, die diese Vorstellungen in einer gewissen Stufe der Gleichheit halten, aber völlig gleich sind sie ja nie. Also ich wollte zurückkommen auf dieses Gleichnis, was ich da brachte. Und das ist, dass ein Mann in einen Raum kommt und dort liegt ein Stift. Und er sagt sich, hey, da ist mein Stift, mein Schreibwerkzeug. Und dann hinter sich hört er seinen Hund und und er ruft den Hund, Hasso, komm mal her. Hier hast du was. Und der Hund kommt schwanzwedelnd an und er nimmt den Stift zwischen die Zähne. Für ihn ist es ein schönes Beißwerkzeug oder ein Beißspielzeug, wie man da sagt. Und dann fragt man sich, was ist es denn nun? Ist es ein Stift, dieses äußerliche materielle Ding, oder ist es ein Beißspielzeug? Und man kann sagen, es ist beides. Für den Hund ist es dies, für den Menschen ist es jenes. Immer bedenkend, dass ohne den Gedanken an so ein Ding, ja, das Ding niemals in irgendeine Art geistige Existenz kommen könnte. Und wie gesagt, die materielle Existenz ist letzten Endes eine Theorie. Und die dritte Sache ist, wenn jetzt der Mann und der Hund den Raum verlassen, was ist denn dann diese Sache? Sie verschwindet. In dem Beispiel. Und während also der Buddhismus die große Leerheit erklären will, indem also die hinter den Dingen liegt, ne, will sie erklären, hat der Spiritualismus da doch etwas sehr Definitives. Und das ist eben dieses Nicht-Vorhandensein von Materie, und der Gedanke selbst ist die Existenz. Die Existenz. Und dies nun zu widerlegen dürfte schwer sein, denn ohne einen Gedanken oder ohne ergibt sich keine Frage. Auch nicht nach Leerheit oder sonst irgendwas. Sondern der Gedanke ist die Existenz. Der Gedanke kann Materie hervorbringen als Gedanke an etwas äußerlich Seiendes oder etwas kontinuierlich Seiendes, wohingegen der normale Gedanke, der kann ganz schnell kommen und dann ganz schnell wieder verschwinden. Ich hatte ja in der einen Folge, wo es darum ging, was ich selber sozusagen auch für Lebenslehren hätte, gesagt, dass die Dinge, die man kontinuierlich verfolgt, dazu tendieren, sich zu materialisieren. Und hatte das also begründet mit zum Beispiel, wenn man immer zum Sport geht, dann wird man halt sportlich, oder wenn man bestimmte Berufsziele mit Nachhaltigkeit verfolgt, dann wird man zu dem, was man gerne sein möchte. Und das kann ich in dem Zusammenhang eigentlich nur unterstreichen. Was man immer wieder tut, das materialisiert sich. Wohlgemerkt alles im Geiste, aber das Geistige ist nun mal unsere Welt, ne? Obwohl wir es ganz anders sehen. Ich hoffe, ich habe alle Punkte
abgearbeitet und werde es damit erstmal bewenden lassen. Ich hoffe, es hat euch was gegeben. Ich hoffe natürlich immer, es gibt euch was. Ich versuche übrigens, mich da tatsächlich zu verbessern mit dem, was ich da mache, klarer zu werden, manchmal langsamer zu werden. Es ist ja ein schwieriges Thema und ja, damit will ich enden und danke euch fürs Zusehen, danke fürs Liken und danke fürs Abonnieren, ja, und Glocke betätigen natürlich. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss.